Hallo zurück. Guckt mal, wo wir sind. Diesen kleinen Zipfel haben wir jetzt schon ganz gut erkundet. Zusammen und ich auch allein. Also die Aufträge und sowas, die mache ich allein. Aber die Hauptquest führt uns jetzt hier in dieses unbekannte Gebiet. Und das ganze Ding ist so groß, ich kann nicht mal mehr rausscrollen. Also mehr rausscrollen geht nicht. Das alles haben wir noch zu erkunden. Ich bin so gespannt. Und hier, guckt mal, so ein Langhals. Und was ist das? Rebellenlager, okay. Gut, also ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mich hier schon ein bisschen umgeguckt, habe ein paar Ressourcen uns geholt. Bin jetzt auf Stufe 11 und kann auch schon ein paar Sachen. Guckt mal hier. Ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber so ein bisschen was habe ich schon gestartet. Und ihr seht meine ganz klare Priorität im Krieg und in der Maschinenausbeute. Aber ich versuche es einigermaßen gleichmäßig auszustatten. Ihr wisst schon. Na gut, dann laufen wir mal los. Hopefully in die richtige Richtung. Und was ich jetzt auch schon total viel ausprobiert habe, ist dieser Gleitschirm. Wie geil ist das denn, bitte? Zeige ich euch gleich. Ich kann ja jetzt fliegen, quasi. Ja, und unterwegs kill ich halt alles, was ich finde, damit wir halt ganz, ganz, ganz schnell ausbauen können. Ja. Mehr habe ich nicht gemacht. Zum Beispiel die da unten, aber die, wie sagt man, wenn die immer wieder kommen? Wie hieß das? Irgendwas wie Pilze. Sporen? Keine Ahnung. Also wenn die immer wieder kommen, die Viecher, immer an derselben Stelle, immer dieselben Viecher, dann tun sie halt irgendwas in Gamersprache, was ich nicht kann. Warte mal, was habe ich denn hier eigentlich ausgewählt? Kann ja nie wissen. Ich brauche so ein paar Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. So Krötenknochen und sowas. Da habe ich jetzt noch überhaupt keine Ahnung, was es ist. Ja, genau, das ist der Gleitschirm. Aber habt ihr wahrscheinlich auch schon ausprobiert. Aber ich finde es halt super geil, dass man jetzt einfach wenn man irgendwo hochgeklettert ist, dann total unkompliziert wieder runterhopsen kann. Finde ich super. Was ich wirklich ein kleines bisschen doof finde, ich weiß, es ist irgendwie macht das Spiel nur realistischer. Das ist eigentlich eine gute Idee, aber ich weiß auch nicht, mit den Lagerfeuern. Ich bin es halt irgendwie, es irritiert mich, weil ich dann das Gefühl habe, ich war hier noch nicht, was ja Quatsch ist. Aber war das nicht im Original so, dass die Lagerfeuer dann anblieben? Die man schon entdeckt hatte und die man noch nicht entdeckt hat, halt nicht? Come on. Echt jetzt? Da. Ich will halt irgendwann, wenn ich diese Fertigkeit habe, dann will ich mir ein eigenes Kostüm designen. Also man kann ja irgendwann den Färber, die Färberei freischalten. Und deswegen sammle ich jetzt immer die ganzen Farben. Hallo. Na du? Komm doch mal her. Ich tue dir auch nichts. Nein, habe ich jetzt eine Falle gemacht? Nee. Kuckuck. Na du? Kleiner, niedlicher Stürmer. Oh nein. Das ist natürlich unschön jetzt.
schnell weg. Wieder ein bisschen was abgegriffen. So. Jetzt ist ja alles schon wieder entspannt. Hier bin ich neulich fast draufgegangen. Da kam dann doch ein bisschen mehr. Auf einmal aus den Löchern gekrabbelt. Ach, heute ist nicht so mein Tag. Mir ist irgendwie schwindelig und mein Ohr nervt mich. Das piepst immer, es hat so Töne. Und mein Hund war heute unfassbar unartig, also so richtig krass. Ich habe sie alleine gelassen. Also wir üben ja jetzt immer und das ist auch eigentlich schon total okay. Ja, und heute bin ich eine Stunde weg. Ich war bei der Kosmetikerin. Und dann komme ich wieder und dann hat die Türzage auseinandergenommen, ne? Aber so richtig, also richtig auseinandergenommen. Konfetti aus der Tapete, aus dem Mörtel, aus allem gemacht. Aloy! I found more of your lenses. Ah, wonderful. Here, at this rate, you'll get me all the lenses before this ankle's ready to spring. Ja. Und das war nicht so toll. Ist nicht unser Tag heute. Deswegen zocken wir jetzt auch am Nachmittag. Reise. Und packe immer so nebenbei und räume auf und so. Es macht Spaß. So, sag mal, was ist denn hier mit dem hier? Wieso kann ich das denn nicht kaufen? Himmelsgleiter-Zirkulator. Wo soll ich das denn herkriegen? Ist das hier? Neue Quest. Können wir uns ja mal angucken, wenn wir schon mal hier sind. Wenn ich es finde. Da. Hallo. Savior, you're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse, they're here in the dawns. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Light. I saw one of our sentries, Lorovic, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Lorovic tried to kill me. I fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Lorovic to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier... What makes you so sure Lorovic was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Tell me exactly what happened. Weeks ago, during a shift change, some trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tenakth take care of them, he said. Nozar wasn't one to be sidetracked, sun rest his soul. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Lorovic, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger. And when Lorovic mentioned the Eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Lorovic lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his body. Why don't you believe him?
We combed the woods, searched Larovic's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Larovic in cold blood. But Nazar only listened to facts, and those who remain follow his example. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more Eclipse And are out considering there. there's no evidence backing up this Eclipse story, well, we can't question a dead man. But hey, if you find a bunch of Eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. The meeting you witnessed. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. Wie diese computergenerierten Menschen wohl designt werden, ne? Also ich meine jetzt nicht die Klamotten, ich meine die Gesichter. Ist das zufallbasiert? Gibt es da eine Software, die das schon alleine macht? Oder ist das alles noch so richtig handmade? Bin ich hierher gekommen? Gehe ich jetzt wieder in die falsche Richtung? Wisst ihr, was ich meine? Also ist das so... Weil die müssen... Gibt es bestimmt eine Software. Hier ist ja eine Menge los schon wieder. Friends, my stash later. So, genug gesammelt. So, Leute. Wartet, nochmal auf der Karte gucken. So sieht's aus. Bald sind wir im Nebel. Hier war ich noch gar nicht ohne euch. Ich habe auf euch gewartet. Fuchs brauchen wir. Fuchs, Eichhörnchen, irgendwelche merkwürdigen Frösche. Ach, ich finde das ja super, wenn man viel zum Looten. Achso, und wo ich den Piepmatz da gerade nicht gekriegt habe, sowas brauchen wir auch. Also Dinge, die fliegen. Nicht nur so Bodenkriecher, sondern so Vögel, die auch wegfliegen können. So. Gucken wir uns das doch mal an. Geilo. Das ist schon toll. Wahnsinn. Und wir haben immer noch gerade erst angefangen. Und ich habe schon etliche Spielsessions hier versenkt. Einfach nur mit rumlaufen und jagen. Einfach weil es so schön ist. Das ist so krass. Night's settling in. Na gut. Ups.
Geil, oder? Liebe es. Tja, wir hätten ja auch runterkraxeln können, aber wer will das schon? Rotfuchs, was? Können wir mal hingehen. Ach so, ein toter Rotfuchs. Verseuchtes Fleisch, was soll ich denn damit? Something's going on at that camp. Moin. No time for chatter, Red. I hope Larry knows what he's doing. Like rusted buckets of scrap. You really think you... If it isn't the savior of Meridian, and of my very own operation. Laren, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. I was at Baron like when this business. But every codger in Oseram is thankful you drove him off. So what are you doing out here? Well, to hammer it plain, there's treasure in the West. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that's ready to take advantage. We'll buy any scrap you got. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West, guaranteed. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden, dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, that you'd never have to worry about survival out here again? Das finde ich richtig gut. I'd be curious to take a look at it. Of course you would. Yeah. And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Ich will es. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Laren can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews. If they make better armor than mine, kiss that keg full of shards goodbye. So you get a prize if Karif picks your armor? A big one. And I finally have the perfect design. I just need the right parts. And Okay. fast. Vielleicht habe ich es ja schon. So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Shell walker containers. Nee, habe ich noch Their nicht. plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. I know it. I think I can handle that. Ah, thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. I'll give this a closer look later. Thanks. I'm counting on you, Aloy. Okay. Tatpunkt entdeckt. Wo denn? Da. I can make this armor work. I know I can. Ja, lass uns das machen, oder? Aufgaben? Nee, Beuteverträge. Oh, guck mal, ich habe noch einen. Wusste es gar nicht. Nehmen wir den, weil wir wollen so eine Rüstung. Ach nee, den. Aber der ist so schön nah dran. Verstehe ich gerade nicht. Das gehört irgendwie zusammen, ne?
manage to get those parts I asked for? Nein, ich war noch gar nicht weg. I'm working on it. Hä? There's always next time. Let's hope the roof takes its time coming back. Was ist das? Himmelsgleiter-Areal. Ich brauche doch so ein Himmelsgleiter irgendwas für meine nächste Rüstung. Also die ich gerne kaufen würde. Wobei, wenn ich hier eine kriegen kann, ist es natürlich noch viel besser. Also lass uns nochmal hier Beuteverträge. Lass uns mal hier hingehen. Auswählen. Hä? So. Und jetzt schauen wir mal, dass wir ein paar Panzerkrabbler platt machen. I might want to read that contract before going on the hunt. Ach, come on. Ich lese jetzt keinen Vertrag. Wir machen jetzt Panzerkrabbler platt. Wie es hier aussieht. Die sind alle tot. Oh. Sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Was ist denn das? Eine Taube. Hat mich irgendwas im Visier oder was soll die Musik? Da hinten kämpft jemand, ne? There's a lot of ancient wrecks out here. Must have been a huge battle. Let's see. They gave everything they had to stop the first. Was geht denn ab? Oh, wieso bin ich auf einmal halb tot? Au. Ich habe gar nicht geschnallt, dass es hier auch um Menschen geht. Ist ja krass. Gleich. Ich muss erstmal plündern. Kann jetzt nicht. Was ist denn das da oben? An old world ruin. I wonder what's inside. Oh mein Gott, ich werde dieses Spiel für immer spielen. Die Geräusche, die ihr hört, das ist mal wieder mein Hund. Sie räumt gerade ihre Spielekiste aus. Aber es ist alles nicht gut genug. If it isn't the hero of the day. Sure, I'm glad you came by when you did. Are you all Delvers? We've been working No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Barren Light by the time they opened the gates, you know? After that embassy of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that. It's not like No Man's Land was safe to begin with. But I didn't think I'd have to worry about this enact the neutral territory. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light, why did you stop here? We ran across some ruins nearby. Thought we'd take a gander, find some good salvage. But the place is full of weird red crystals. Can't get through this stuff. So we ended up making camp here. First the Barren Light. Da ist Erde. Probably send a message to our crew down at Jagged Geht Deep mir jetzt about ab. all this too. Jagged Deep? It's a dig site by this big lake down south. Old world scrap everywhere. Can't miss it. And that's my cue. Here. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around.
Schräge Attitüde hat die. Ja, anscheinend sind wir hier irgendwie unter Beschuss. Es scheint hier niemanden zu stören. Und ich wollte eh gerade speichern. Also ich suche mir jetzt mal hier kurz einen Grasplatz. Um uns in Sicherheit zu bringen. Und dann gucken wir uns mal ganz in Ruhe hier um. Ich freue mich auf euch im nächsten Let's Play. Bis bald.